Jeder dritte Mitarbeiter ist unzufrieden mit dem Chef. Menschen tun Dinge, obwohl sie unvernünftig sind. Wie komme ich da wieder raus? Führen ist ja kein leichtes Geschäft. Führen bedeutet ja oftmals, Menschen zu etwas zu veranlassen, was sie sonst von alleine nicht getan hätten. Ja, weil wenn sie es von alleine tun würden, dann bräuchten sie ja keine Führungskraft mehr dafür. Menschen verhalten sich leider nicht immer logisch, wohl aber psychologisch. Mein Hund, der hat da Ja, was mache ich denn jetzt? Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Wenn der kleine Frank jetzt wenigstens wüsste, ob 20:00 tatsächlich noch eine Uhrzeit ist, zu der man als kleines Kind ferngucken darf. Er erzählt einfach unheimlich unterhaltsam. Es macht Spaß, ihm zuzuhören. Oftmals sind Führungskräfte aber auch Opfer von Manipulation. Und der interessanteste Punkt ist eigentlich für mich der, wo ein psychologisches Moment abläuft, wo eine Dynamik zwischen Menschen abläuft, ohne dass beide überhaupt wissen, dass sie dort in eine Falle geraten sind und jetzt miteinander hoffnungslos verstrickt sind und nicht wissen, wie sie da wieder rauskommen. Es gelingt ihm gut zu vermitteln, worauf es tatsächlich ankommt. Und das sind letztendlich die Menschen. Er hat eine hohe Empathie gegenüber seinen Zuhörern und das gefällt mir unheimlich gut. Warum sind Menschen denn überhaupt so anfällig für psychologische Tricks? Warum wenden sie an? Und das eine ist, dass Psychotricks häufig angewendet werden, weil sie funktionieren. Manchmal funktioniert es, jemanden zu manipulieren, ihm in irgendeiner Form von hinten durch die Brust ins Auge irgendetwas zu erzählen, damit er bloß das tut, was man möchte. Meistens funktioniert es nur einmal, aber erstmal funktioniert es. Das kann man dem Herrn Hagenow abnehmen, dass er das, was er da gesagt hat, auch lebt. Und ich bin sogar zum Schluss des Vortrages dann auch interessierter gewesen als am Anfang. Ich glaube sehr fest daran, dass Anstand, Respekt und Ethik in der Führung sich gut mit Profit vereinbaren lassen. Frank Hagenow ist charismatisch. Aufgeräumt. Unterhaltsam. Grundehrlich. Großartig. Frank Hagenow ist fantastisch.